ja zu dem Teil 2 zum Feigenbaum vermehren. Vor ein paar Monaten haben wir das hier dran gemacht und jetzt werden wir das einmal abmachen. Mal gucken, wie dann die Wurzeln aussehen. So. Jetzt noch das hier ab. Erstmal dran und gucke ich dir erstmal, wie das hier aussieht. So. Mal gucken, ob wir den hier abbekommen. Ja, leider hat sich hier nicht so viel getan. Also vielleicht müssen wir es nochmal dran machen und dann in ein paar Monaten wieder gucken, wie es aussieht. Und ja, das war's erstmal. So, wir haben uns jetzt entschieden, die Wurzeln hier abzuschneiden und dann hier unten den Ast erstmal zu vermehren, weil die Wurzeln hier sind total trocken und es hat jetzt schon zweimal nicht wirklich gut geklappt. Und deswegen werden wir das jetzt gleich unten machen und das zeige ich euch jetzt. Ich habe hier ein Stück Rinde rausgeschnitten, damit sich die Wurzeln hier besser bilden. Und jetzt werden wir den Topf hier vom letzten Mal, wo wir unten, also hier einmal aufgeschnitten haben und hier unten so ein kleines Loch für den Ast, den können wir jetzt dafür wieder verwenden und einfach hier so dran machen. Das Loch muss hier oben sein, also wir zumindest haben hier ein Loch reingemacht, damit wir es mal gießen können und damit die Erde auch feucht wird. Und das werden wir jetzt einmal mit Erde füllen und zeigen wir euch, wie es weitergeht. Ich habe jetzt die Erde hier aufgefüllt und jetzt werde ich hier das mit so einer Tüte, die habe ich hier auf einer Seite einfach aufgeschnitten. Die werde ich jetzt hier einmal drin machen, damit die Erde da nicht rausfällt und wir haben das hier oben ein bisschen stabilisiert, damit damit es nicht so locker ist. So, ein bisschen festmachen. Dann nehme ich immer die Klammern hier. So. Das sollte erstmal reichen. Vielleicht kann man hier noch einmal so einen Draht drum machen oder so. Dann ist das noch fester, aber das sollte so eigentlich auch reichen. Hauptsache, dass die Erde nicht rausfällt. Was man jetzt machen muss, ist die Erde zwischendurch immer gießen. Also wir haben hier dafür das Loch genommen, aber vielleicht kann man die Folie hier ein bisschen abmachen, weil das ziemlich weit unten ist. Und wir werden das in ein paar Monaten vielleicht nochmal abnehmen, irgendwie Ende Sommer oder Herbst. Und dann werden wir ein neues Video drüber machen und euch zeigen, wie das dann aussieht.